Wir sind Manu und Thiago mit Big Shrek, unserem Expeditionsmobil, auf großer Reise Richtung Süden. Seit Mai 2025 sind wir unterwegs, voller Träume, Neugier und einer Prise Chaos. Zurzeit befinden wir uns in Kanada und durchqueren die Provinz Ontario. Hallo Leute! Hi! Herzlich willkommen zurück. Bevor es losgeht mit dem neuen Video, möchten wir beide uns ganz herzlich bei euch bedanken für das tolle Feedback, das wir bis jetzt bekommen haben von euch. Danke vielmals. Wir haben damit echt nicht gerechnet. Wir machen das auch alles hier ad hoc. Wir lernen von Video zu Video dazu. Ich hoffe, das merkt man auch ein bisschen. Wir machen das nie oder haben das nie professionell gemacht. Und deswegen, ja, freut es uns umso mehr, dass es euch gefällt. Genau, und wir möchten auch noch auf das Thema mit dem Ton eingehen. Wir wissen, dass das jetzt vor allem in den ersten Videos anstrengend war, zum Teil die Videos zu schauen, weil einfach der Hintergrundsound nicht optimal war und wir keine Mikrofone hatten. Die haben wir uns aber jetzt besorgt. Und wir hoffen euch damit die Videoqualität und alles so ein bisschen hochzuhalten und dass ihr Freude habt, die Videos zu schauen. Wir geben uns da größte Mühe und versuchen uns da jetzt mal da drin. Ich denke schon, ja. Also ich habe die bestellt bei Amazon Prime oder normal Amazon. Und das war auch noch eine coole Geschichte. Vielleicht können wir noch ein paar Bilder oder Videos dazu einblenden. Es war richtig witzig. Ich habe das über die App Amazon Kanada bestellt. Und da gibt es so Lockers. Wusste ich nicht, dass das es gibt. Gibt es bei uns in der Schweiz nicht. Und deswegen habe ich das über so einen Locker bestellt. Dann sind wir da hingefahren. Dann, ja, schaut es euch an. Ich glaube, wir haben ein Video gemacht. Genau. Wir werden das einblenden und dass ihr das sehen könnt, wie das abläuft. Genau. Und Thiago würde euch gerne noch was zum Fahrzeug erzählen, weil darauf haben wir natürlich auch ein ganz großes Feedback bekommen, was die Leute sehen möchten. Und ja. Ich werde dazu ein eigenes Video machen, weil das würde hier jetzt auch, bevor der Folge den Rahmen sprengen. Ich werde ein eigenes Video dazu machen. Ich werde auf die Fragen eingehen, warum Scania, was sind die Überlegungen, was haben wir für Funktionen, Wasser und. Aber das müssen wir definitiv in einem separaten Video verpacken und das werden wir machen. Und das werden wir euch schnellstmöglich zur Verfügung stellen. Genau, und vielleicht auch dazu noch ein bisschen die Gedanken, warum die Panamerikaner, warum lassen wir Mittelamerika aus, warum machen wir Brasilien. Genau, das wird in nächster Zeit kommen, also bleibt dabei und wir freuen uns sehr, dass ihr alle mit dabei seid. Ja. Vielen Dank. Viel Spaß bei der Folge. Heute Morgen ging es schon richtig früh los. Wir sind um 6 Uhr aufgestanden, um jetzt hier am Hafen zu warten auf unsere Fähre. Wir schicken jetzt von Tobermory nach South Baymount. Ich weiß nicht mal, wohin wir schicken. Ich dachte, wir gehen auf die Fähre und wir landen bestimmt mal irgendwo. Irgendwo, das ist richtig. Wir gehen nach South Baymount und ja, wir traversieren da etwa 2 Stunden. Das ging auch alles ganz easy. Wir haben das online gebucht, reserviert. Dann hat er die Fahrzeugmaße, wollte er dann haben. Logischerweise, als wir da hingefahren sind, ist er zuerst mal erschrocken über das Fahrzeug, über die Größe des Fahrzeuges und hat nochmal kurz nachgemessen, die Buchungsnummer kontrolliert und das war es eigentlich auch schon. Und jetzt stehen wir hier. Ich zeige euch das kurz. So sieht das aus. Da vorne, ich weiß nicht, ob man es sieht auf der Kamera. Warte, ich gehe mal auf die andere Seite. So, da sieht man es, da ist die Fähre. Die Schnauze ist schon offen. So können wir reinfahren. Wir sind nicht das einzige Großfahrzeug. Hat auch noch diverse andere Fahrzeuge, große. Und deswegen wissen wir ja auch, dass wir da ohne Probleme gut reinpassen. Ja, da will wieder einer ein Foto machen. Was was ist das? Quebec City, yeah, we enjoyed Quebec City. Yeah. I don't like so much this call them poutine or what was that? Yeah, poutine. Nah, I don't like it. It's not my favorite, but my wife was totally into. Oh, you can feel your arteries plug up. No, it's like these
No. I prefer a good steak or a good burger or something else, but not poutine. No, it's not for me. So, wir sind jetzt reingefahren. Hat alles gut geklappt. Sag mal die Pole Position, die wir haben. Wir sind zuvorderst. Front Row. Ja, wir haben noch ein paar coole Kanadier kennengelernt hier. Natürlich mit dem Fahrzeug bist du immer ein Gesprächsthema. Und da hat sich sogar eine kleine Blase gebildet da vorne dran. Und da haben wir ein bisschen gequatscht und die wollten ein bisschen wissen, was wir machen, wo wir hingehen und so weiter. Und haben uns Tipps gegeben. Immer das Beste, Tipps von Locals. Und ja, jetzt enjoyen wir die Überfahrt, gehen oben ins Restaurant, hauen uns was rein. Das geht ja da 2 Stunden. Ja. Hauen uns was rein. Haust du dir hier Mayonnaise auf deinen Salat? Da steht Dressing and Dip. Keine Ahnung. Das wird schon gut sein. Wird schon gut sein. Die wurden heute ein bisschen beansprucht. Leute, es ist ja soweit. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass ich jedes Mal dieses Hobby habe beim Tanken, um zu schauen, dass der Tank nicht überläuft, wenn Thiago auf der anderen Seite tankt. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass hier Diesel hochkommt. Auf jeden Fall mache ich hier keine nutzlose Arbeit. Wieso willst du nicht aussteigen? Ich habe jetzt gerade schon gesehen, wie viele Mücken hier schon wieder on Fleek sind. Und ja, ich weiß, wir reden viel über die Mücken, aber sie sind zurzeit ein großes Thema für uns. Sie sind im Moment Hauptbestandteil unseres Lebens. Genau, die wollen alle unser Blut. Naja, trotzdem, wir haben ein richtig tolles Plätzchen gefunden hier am Trans-Canada Highway, ein bisschen abseits vom Highway. Direkt vorne mit Lake Access. Welcher Lake ist das? Dieser große, weißt du denn, wie heißt der schon wieder? Lake Superior. Superior, genau. Ich wollte gerade sagen Superiore, aber naja. Läuft ja, das gleiche aus. läuft das gleiche raus, ne? Ja, genau, der ist gleich vorne. Und jetzt gehen wir zuerst mal ein bisschen erkunden, weil es noch früh. Ist jetzt irgendwie 15 Uhr oder so. Und dann schauen wir mal, ob der was für uns ist. Der Platz hier. Vielleicht gehen wir noch baden, gell? Wir werden sehen. Wir werden sehen. Erstmal werden wir uns imprägnieren, das ist ganz wichtig. Und mit Mückenschutz und dann gehen wir da raus. Thiago ist on a mission. Ja, wir suchen jetzt einen Anglerspot. Genau, und ich gehe mit. Ich habe mein Buch dabei. Ja, und jetzt gehen wir da runter zum Lake Superior und hoffen, dass wir da was fangen können. Sieht zwar nicht so gut aus, ist sehr flach da, aber mal schauen, vielleicht gibt es ja trotzdem was.
Ich wollte jetzt gerade da zu dem Fluss runter, aber da war ein No Fishing Sign und deswegen gehen wir jetzt da runter zum Lake. Weißen Schuhe an. I love it. Ich weiß nicht, ob wir hier jemals wieder hochkommen. Halt dich an den Wurzeln fest. Das hat keine. Da hat's. Oh Gott. Dieses Fischen macht mich noch fertig. Oh, Lawine. Oh oh, ich werde noch vom Stein erschlagen hier. Na los, komm schon. Wir machen Adventure-Reise hier. Nix, kein Kindergeburtstag. Ich nicht mehr hoch. Ich weiß gar nicht, ob ich da jemals wieder. Ich lebe jetzt hier unten. Na und, wie war's? Ja, schlimmer als das letzte Mal bei den Niagara-Fällen. Wir gehen wieder zurück. Das war kein Erfolg heute. Thiago meinte, er hätte nicht den richtigen Köder und das Wasser hier sei zu sauber. Und jetzt haben wir einen neuen Weg gefunden, um wieder nach oben zu gehen. Wie war dein Fischerglück heute? Was meinst du? Wie war dein Fischerglück? Oh, heute war es nicht so gut. Nee, aber der Herr war sehr nett. Der Ja. schenkt ihm noch irgendwelche Fischeier, damit die bei uns im Kühlschrank sitzen. Dann. Ja, der schenkt mir richtige Fischeier. Ich glaube, seine Würmer will er mir auch geben, weil sie morgen gehen. Dann habe ich gesagt, ja, ich nehme die gerne. Ich habe jetzt nicht das Setup eingerichtet gehabt, mit Zapfen und Eiern zu fischen. Aber ja, ich richte mir das mal ein und dann probiere ich das auch mal. Guten Morgen! Wir sind bereits wieder wach und auf dem Weg zum nächsten Stellplatz. Das war cool hier am Lake Superior, aber zum Fischen für Thiago nichts. Und ja, auf geht's, einen neuen Stellplatz suchen. Die Mücken haben uns heute Morgen wieder ein bisschen gefressen, aber wir gewöhnen uns irgendwie dran. Das sind jetzt unsere Haustiere und wir haben schon einen wilden Hasen gesehen, nicht wahr? Der wilde Hase. Ja, wir haben einen Hasen gesehen, richtig cool. Wer Thiago nicht alles kennenlernt bei so einem Mittagessen. Wir waren kurz was essen auf einem Rastplatz und da waren zwei Typen, die haben unseren QR-Code gescannt am Fahrzeug und Thiago war dann in Socializing-Laune, wie er das immer ist. Ja, natürlich. Und dann hat er gesagt, oh, jetzt gehe ich raus, jetzt will ich mal ein bisschen mit denen sprechen. Und dann ist er raus und es waren echt zwei coole Typen und jetzt sind wir auf dem Weg wohin? Die arbeiten also wenn ich das richtig verstanden habe, sind das beides Helikopterpiloten und die arbeiten hier hab einen Hänger. Hänger ist hier weg. Die arbeiten hier Protection, Wildfire Protection. Also das heißt, die fliegen hier Gebiete ab, um zu schauen, wo sind Wildfires oder wo sind entstehende
und so weiter und kommunizieren dann mit den Feuerwehren, den Rettungskräften allgemein am Boden und so. Und er hat uns jetzt eingeladen zu seiner Helikopterbase, weil die in 10 Minuten auf Bereitschaft sind. Hat er gesagt, hey, wir müssen los, hier ist der Standort. Ich fände es doch cool, wenn es ein Bild gäbe, so von unserem Biggie mit den Helikoptern im Hintergrund oder so. Und da habe ich gesagt, ja, wieso nicht? Wir haben sowieso sehr spontan. Und jetzt fahren wir dahin. Das tun wir jetzt und schauen uns das mal an. Vielleicht sieht man es auf den Bildern, auf dem Video. Man sieht so ein bisschen Rauch in der Luft liegt, ganz, ganz fein. Das ist schon der Rauch, der von den Wildfires kommt, von den Provinzen nebenan, also in Manitoba und Saskatchewan. Da brennt es schon ziemlich heftig. Und jetzt, wenn man hier so ein bisschen in die Ferne schaut, sieht man, dass das so ein bisschen neblig ist. Ja, mal schauen. Ich glaube, der Sommer wird hier auch jedes Jahr ein bisschen extremer mit den Waldbränden. So they're all ready. So our helicopters are ready. Like Henry's ready to go. That's his bucket there with a line. Okay, got it. So Water. so he's ready with a crew, and then my crew it's all loaded up right now. Okay. So I got a tank in here. So it holds 375 U.S. gallons. All right. Oh, that's a lot. Yeah. So he has this is his aircraft. And Henry happens to be with the same company. Yep. But it's just lucky that we're working together. Like it normally never happens there. Okay. So Yeah. those are good training aircraft, piston. Yeah, they are piston, and this is everything and these is are all turbine. turbines. Yeah. So Wow, yeah, crazy. this is wow. That's so Ja. crazy. Yeah. Oh wow. It's a lot smaller. Much smaller, About half the weight. huh? Half the weight? Yeah, that Huh? one is 11,000 pounds, give or take. Yeah. And this one's about 5,000. Oh wow, okay. Yeah. Ah, crazy. So there's underneath, there's a hook, Uh-huh. and then this rope is attached to the hook, Ja. just like this. Oh, And then there's a plug. So there's power that goes through here, the normal extension cord. Mhm. And then that goes to This one, which this is control head here. Ah, now it is. Ah, yeah, So yeah, you yeah. see how it opens right It up. opens, yeah. Boah. And then from there you can press a button and then it'll release the bottom of it. Okay. So the whole udder system falls out Yeah. and the water's released. It's quite rare for me to do this here in Ontario. Yeah. But I got to do it the other day, which was super fun. what size is your bucket? This one's pretty small. I think it's a 10-14. Right. Yeah, only it's about 1,100 pounds. 1,100 It's pounds, full, yeah. Gallons so- and gallons. Gallons, it would be 120. Yeah. And Yeah. so we do have a bucket with that aircraft too. Yeah. It's inside that container there, and so our bucket's maybe twice the size of that. Yeah, quite a bit more. Yeah. So Is it the same size as the Super Puma? No, no, smaller. the Super Puma's bigger than that. Yeah. Is it? Yeah. yeah. Einfach nur wow. Also das war jetzt richtig cool. Das war wirklich sehr cool, dieser Einblick. Wow. Wir waren auf der Base, die ihr ja bestimmt schon in den Bildern jetzt gesehen habt. Und es war richtig interessant, wie die sind auf Bereitschaft, so wie ich es schon eingangs erwähnt hatte. Und sobald da irgendwo ein Waldfeuer gesichtet wird, werden die aufgerufen. Da haben sie 2 Helikopter, einen größeren und einen kleineren. Der kleinere ist mehr so da für die Leute dann den Commander eine Übersicht zu verschaffen und so weiter. Und der größere, da fliegen sie effektiv
die Feuerwehrmänner und Frauen fliegen sie dann da rein mit Motorsägen und dem ganzen Equipment, was man zur Waldbrandbekämpfung braucht, rein. Und dann werden die da ausgesetzt und schlafen dann teilweise auch 1, 2, 3 Nächte da draußen. Ja, die haben sogar Camping-Equipment und alles dabei, dass die da auch übernachten könnten, wenn Ja. es länger geht. Richtig cool. Und also nee, cool ist es Ja. nicht. Aber ich fand es jetzt cool, dass wir das sehen konnten, weil Mega. das hat mich sowas von interessiert. Und ich muss wirklich sagen, 2 richtig tolle Jungs. Und jetzt sind wir wieder auf unserem Weg. Ja, die Mit- sind jetzt von 13 Uhr bis 20 Uhr auf Bereitschaft. Genau, bis 20 Uhr und dann wechselt es wieder, die Bereitschaft. Ja, und die haben nichts dort. Die haben kein Häuschen, die haben einfach ein Auto, das wahrscheinlich eine Klimaanlage hat und dann sitzen die da ein bisschen drin, weil ey, um nochmal das Thema aufzugreifen, da war halt wirklich alles voller Mücken und Blackflies. Ich weiß nicht, wie die das machen. Das ist Wahnsinn. Das ist die- echt krass. Und die haben uns auch gesagt, ah nee, das ist erst der Anfang, also es wird noch schlimmer. Ich so, okay, cool. Ja. So, wir müssen uns vorbereiten darauf, ja, auf die ganzen Mücken nochmal. Ja, Ich glaube, aber wir müssen noch aufstocken, Antimückenmittel und so. Das kommt schon gut. Aber Thiago hat ihnen wieder 2 Schweizer Taschenmesser mitgegeben und die hatten so eine riesen Freude daran. Das ist ein cooles Mitbringsel aus der Schweiz. Ja, das haben wir mitgenommen, um genau solche Begegnungen auch in einer gewissen Form zu wertschätzen. Nicht, dass es jetzt um materielle Dinge geht, aber als kleine Erinnerung an uns. Und ich finde das richtig cool, muss ich sagen. Und genau deswegen reisen wir ja auch. Und deswegen, soll ich sagen, gehe ich, ja lieber als du, gehe ich auf andere Menschen zu, weil ich das immer wieder interessant finde, neue Menschen kennenzulernen, deren Stories zu hören, wie sie leben und so weiter. Und jetzt zum Beispiel in diesem Beispiel halt einen Ausschnitt aus ihrem Berufsalltag zu sehen. Und ja, es war richtig toll. Ja, vor allem in so einer aktuellen Situation, wo die Waldbrände hier in Kanada halt gerade Thema sind und auch hier in Ontario es wahrscheinlich nicht mehr allzu lange gehen wird, bis es auch hier anfangen wird, leider. Wir haben einen Friedhof hier oben mit Blackflies Love it. und in denen wollen wir nicht schlafen. Genau, deswegen los geht's mit dem Bison. Ja. Guten Morgen, Leute, schaut euch diesen Stellplatz an. Ich komme da irgendwie nicht drauf klar, dass wir hier alleine stehen. Heute steht aber einiges auf dem Programm. Wir gehen Wäsche waschen, wir gehen einkaufen, wir gehen Wasser füllen. Wir stocken alles wieder auf. Oh. So, was geht heute Morgen? Ich habe schon gesagt, wir gehen Wäsche waschen, wir gehen einkaufen, wir gehen Wasser füllen. Ja, das Ding ist, wir haben eigentlich eine Waschmaschine, das haben wir noch gar nicht erzählt. Ja, komm, ich zeige euch die mal schnell. Unsere Waschmaschine. Die ist ja unten versteckt. Ja. Schaut mal, das ist sie. Aber, ja, ich glaube, sie ist eher für den Süden dann gedacht, gell? Ja, weil die hat halt Waschen und Trocknen in einem. Und das Problem ist, dass sie zum Trocknen so wie ein bisschen Dampf benötigt. Ist das richtig? Ja? Sie Ja, benötigt irgendwie Wasser zum Trocknen. Ja, die trocknen mit Wasser. Und da benötigen wir so viel Wasser dafür, dass wir jetzt lieber in die Laundry gehen und dann halt alles waschen. Ja. Weil hier sind die so gut ausgerüstet dafür, da macht uns das nichts. Aber schaut mal die Aussicht zum morgendlichen Kaffee. Wart. So ist es ganz besser.
Ist doch der Wahnsinn, nicht? Echt cool. Wir sind richtig happy, dass wir immer so frei stehen können und bis jetzt auch immer oder fast immer alleine waren. Das ist richtig cool. Und das ist nicht selbstverständlich und wir schätzen das sehr. Und wir fühlen uns auch richtig wohl, wenn wir so mitten in der Natur sein können. Und ja, macht Spaß, oder? Ja, auf jeden Fall. Nächste Woche machen wir den größten Vergleich zwischen einem kanadischen LKW und Big Shrek. Zudem zeigen wir euch, welche Tiere wir im Grassland National Park in der Prärie Kanadas entdeckt haben. Schön, dass ihr wieder mit uns unterwegs wart. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button, abonniert unseren Kanal und lasst gerne einen Kommentar da. Wir lesen alles, sogar nachts, mit den Mücken.